Gerste, schön, dass du da bist. Hock dich her. Willkommen im Bräustüberl. Das ist mein neues kleines YouTube-Format, in dem ich euch Tipps und Tricks zu den Themen Kunst, Malerei, Wandern, das Malen an der frischen Luft, feine Leute sagen Plenärmalerei dazu, geben möchte. Und indem ich auf Fragen und auf Anregungen eingehen möchte. Wenn ihr mir in den Kommentaren was hineinschreibt, wenn ihr mir eine Mail zukommen lasst, dann werde ich schauen, dass ich das in der nächsten Sendung mit hineinnehme und dazu ein bisschen was sage. Weil nur so weiß ich, was euch interessiert. Und nicht zu vergessen, ich möchte mit euch ein Bier trinken. Und mein heutiger Krug ist hier vom Landbierparadies. Das ist ein Wirtshaus hier in Nürnberg. Ich glaube, es gibt sogar mehrere, aber ich gehe mir am liebsten in das Stammhaus in der Wodanstraße. Die haben immer wechselnde fränkische Biere und eine ganz tolle Brotzeit. Und darin trinke ich ein Weißenoa. Das ist ein Weißenoa Export. Das ist ein Bier aus dem Kloster Weißenoa in der Nähe von Gräfenberg. Es ist Bioland zertifiziert und es ist ein schönes, sehr, sehr herbes Bier. Das schmeckt ein bisschen wie ein Pilz, ist aber deutlich herzhafter und gehaltvoller als so ein nordisches Pilz. Ganz großartig und alles Bio. Was willst du mehr? Ein Schnapsal gibt es halt auch, ein kleines, und zwar einen Willi, eine Williamsbirne von der Distille Freihof aus Österreich. Das ist eine sehr gute Distille, haben eine wunderbare Marille, trinke ich am allerliebsten. Den Willi hat mir ein ganz lieber Freund aus Österreich mitgebracht, der will nicht gescheit zugehört, dass ich nämlich eigentlich eine Marille wollte, aber der Willi ist sehr gut, danke dir. Ja, und ist ein schöner Schnaps, aromatisch. Den ersten Tipp, den ich euch gebe, von dem weiß ich von meinem Blog, dass der ganz viele Leute interessiert hat. Und zwar, wie ist es, wenn man im Winter malt? Ich bin ja jeden Winter unterwegs mit den Schneeschuhen, im Schlitten und mal dort, der Seiseralm oder in Kärnten, und da wird es halt teilweise wirklich kalt. Und meistens arbeite ich mit Ölfarben, die auf der Wasserbasis sind. Die sind also sowohl wasserlöslich als auch fettlöslich, öllöslich. Und irgendwann aber einem bestimmten Punkt, so ab -5 Grad geht nichts mehr. Da werden die wirklich zu Schnee und du kannst sie schon kaum mehr verteilen, die haften nicht mehr auf dem Untergrund. Und selbst wenn du das hinkriegst und dann gehst dann am Abend, kommst dann in die Hütte, stellst dann dein Beutel zum Trocknen auf und dann fängt das Laufen an. Ich blende euch einmal ein Bild, was ich gemalt habe von der Gipperkapelle in Kärnten und am Großglockner, was mir komplett zerlaufen ist. Und ich bin dann am nächsten Tag nochmal losgegangen und ich zeige es euch, das habe ich hier. Und dann habe ich es nochmal gemalt. Und diesmal habe ich statt Wasser einen Schnaps genommen. Ich habe meistens, wenn ich unterwegs bin, einen kleinen Flachmann dabei mit einer Marille. Und dann nehme ich die Marille und tauche da den Pinsel ein. Und dann könntest du noch ein paar Grad rausholen. Irgendwann ist dann nicht mehr schön, wenn es dann die Finger dir einfrieren und so. Dann irgendwann muss man dann auch in die Hütte gehen und sagen, heute ist kein Tag für die Kunst. Ja, das war jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die mir jetzt so eingefallen ist. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ich euch erzählen soll, wo es Fragen habt zu Malmaterialien, den verschiedenen Techniken, vielleicht die Maluntergründe, meine Feldstaffleien, meine Pochardboxen, die ich ja auch zum Teil oder fast alle eigentlich selber gebaut habe. Da gebe ich euch gerne Anleitungen zu, lasst euch auf meinem Erfahrungsschatz doch von schon einigen Jahrzehnten Malerei profitieren.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir Tipps geben könntet, wo ich zum Malen hingehen kann. Ich weiß, jeder von euch lebt irgendwo, fährt im Urlaub hin, geht mit dem Hund immer dran vorbei und denkt sich, Mensch, das ist ein unglaublich malerischer Ort. Der wäre toll, wenn man den malen tät. Und solche Geheimtipps, die hätte ich gern von euch. Dass ihr mir einfach schreibt, welche Gegend, wann es gut ist, vielleicht im Winter oder im Sommer, morgens oder abends, wann es da eine ganz besonders gute Stimmung gibt. Und dann versuche ich dort meine Reise hinzulegen und versuche, ob ich mich auf so ein kleines Abenteuer einlassen kann. Wenn ich unterwegs bin, dann sind für mich die Busfahrer immer ein unglaubliches Quell, weil die fahren nämlich einen ganzen Tag. Die sind teilweise morgens in der Schicht, abends in der Schicht und die fahren dann so übers Land. Und wenn ich unterwegs bin in meiner Staffelei unter der Woche, in der Früh, dann sind ja die meisten Leute, die Pendler in die Stadt gefahren und die Busfahrer sind ganz allein. Da fahren sie rum und da freuen sie, wenn sie mal einen Passagier haben. Und wenn sie sehen, es ist ein Maler, dann hat es natürlich auch immer gleich ein Thema. Und dann erzählen sie mir, da kommen sie teilweise wirklich in Schwärme und sagen, ja da, wenn du fährst, da vor einer Stunde, da war ein Nebel und da ist Sonne aufgegangen und da ist ein riesiger Baum, der ist wunderschön beschienen oder der kriegt ein wahnsinniges Herbstlaub. Das sind immer Leute, die an so einer Stelle sind und immer wieder sind, die die Beobachtungsgabe haben, die ein unglaubliches Quell sind an Ideen und Motiven. Und das würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Dann schaue ich mir das an, recherchiere es und vielleicht schaffe ich es ja, dass ich dort dann mal malen kann und dann mache ich natürlich auch einen Film drüber. Und was ich natürlich dann auch von euch brauche, ist eine Wirtshausempfehlung. Weil nach einem anstrengenden Tag, in dem man viel umeinander gelaufen ist, an dem man sich hat konzentrieren müssen, dass man dann am Ende als Belohnung ein schönes Wirtshaus findet, wo man ein gutes Bier bekommt, wo man eine Spezialität aus der Region bekommt, das ist immer der Höhepunkt eines solchen Tages. Und leider ist es so, dass hier in Bayern und auch in Franken das mit den Wirtshäusern immer schwieriger wird. Es ist geradezu ein Wirtshaussterben. Wenn man sich vorstellt, dass früher gab es in jedem Ort, war noch so klein, 2 oder 3 Wirtshäuser. Und die sind alle gut gegangen. Und irgendwann hat einer nach dem anderen zugemacht. Und jetzt ist es so, dass die teilweise haben es dann nur noch so an 1, 2 Tagen in der Woche auf. Da kommen vielleicht die Kartler oder der Männergesangsverein oder Feuerwehr. Und dann sind nur noch diese paar Stunden offen. Und dann kann man sich natürlich als Gast darauf nicht einstellen, wenn man es nicht kennt. Und dann geht der Umsatz immer weiter zurück und dann hören es irgendwann ganz auf. Und das ist eine wahnsinnig traurige Geschichte, weil man sich auch denkt, jetzt nicht nur für den Maler, wie ich, der jetzt da halt einmal hinkommt und dann vielleicht jahrelang nicht mehr, aber für die Menschen, die dort leben. Früher haben sie sich da getroffen, da wurden Geschäfte gemacht, da wurden Ehen vermittelt, ich weiß nicht, das ganze Dorfleben hat sich ja auch so um so ein Wirtshaus herumgedreht und jetzt sind Leute daheim. Und wenn man mit den Wirten redet, die sagen dann auch, fragt dann, ja, wo sind jetzt die alle, was machen die den ganzen Abend? Und dann, ja, die sitzen halt zu Hause, ich weiß nicht, ob es Facebook schauen, YouTube oder Netflix-Serien, aber sie sind nicht mehr unterwegs. Sie sind nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich unglaublich schade, weil da eine wirkliche Kultur, und ich finde, es ist wirklich eine Kultur, die Wirtshauskultur, weil die zugrunde geht. Weil dann auch die Dinge, die in der Region wichtig waren, verloren gehen. Die einheimischen Biere, die Spezialitäten. Irgendwann ist alles gleichgeschaltet und das tut mir immer sehr leid. Aber es gibt immer wieder noch Perlen, und die man auch immer wieder findet, wo man sagt, so richtig schönes richtig schöner Landgasthof, wo es Spezialitäten gibt, richtig mürrische Kellnerinnen, wie sie es halt gehört. Ja, das war die erste Sendung aus dem Bräustüberl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt es mir eine Mail, meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch und auf euer Wohl. Bleibt gesund.